Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ein Farbverdünner funktioniert. Und es gibt da verschiedene Farbverdünner auf dem Markt. Ich habe jetzt den von Spectrum Noir, Gamsel heißt der. Leider finde ich den nicht mehr online, aber Zest-It oder andere Farbverdünner von verschiedenen Marken funktionieren eigentlich genau gleich. Und ich möchte euch in diesem Video ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben und euch erklären, warum es eine gute Investition ist und ihr als Buntstiftmaler sowas zu Hause haben solltet. Also fangen wir einfach mit den Grundlagen an. Farbverdünner ist nichts anderes als ein Medium, das das Pigment des Buntstiftes löst und ja, es in eine Art Aquarell verwandelt. Also man kann damit dann malen. Allerdings gibt es da ein paar Regeln, die man einhalten muss und auch auf die gehen wir ein. Die erste Regel ist, man muss ein paar mehr Schichten auf dem Papier haben. Und ich habe hier bei mir in dem Deckel ein kleines Loch reingemacht, wo ich immer den Pinsel drauf halte, um ein bisschen von der Flüssigkeit an dem Pinsel zu bekommen. Allerdings könnt ihr auch etwas von dem Medium zum Beispiel auf einem Schwamm in einer geschlossenen Dose haben, sodass ihr den Pinsel auf diesen feuchten Schwamm tupft. Da ich das nicht so oft benutze, habe ich es in meiner Flasche gelassen, da der Schwamm dann nach einer Zeit eben ausdampft und austrocknet. Ich glaube nicht, dass so eine Flasche dichter ist, aber nichtsdestotrotz behalte ich es hier drin. Und man sollte es nur benutzen, wenn man einen gut belüfteten Raum hat. Es ist nicht mehr so gesundheitsschädlich, wie es früher war. Allerdings ist es in geschlossenen Räumen auf jeden Fall nicht gut für euch. Es ist immerhin ein Medium, das Farbe auflöst. Und solche Chemikalien sind natürlich nicht gesund. Deswegen habt ein Fenster auf oder arbeitet in einem großen Raum, der gut durchlüftet ist. So, ich habe hier auch ein Tuch zur Seite. Also ich nehme etwas von der Farbe auf und wir teilen uns diese Streifen nochmal in zwei Hälften. Eine Hälfte, wo ich sehr viel von der Lösung benutze, sodass ich eigentlich das Blatt durchtränke. Und eine Hälfte, wo ich den Pinsel fast trocken habe. So, ich habe es jetzt einmal durchgeteilt und drüber geschrieben. Hier habe ich viel benutzt, hier werde ich wenig benutzen. Und dort, wo ich viel benutzt habe, seht ihr, es ist ein unschöner Rand gekommen, also ganz komisch verlaufen. Und irgendwie hat sich das Blau auch verfärbt mit so einem gelblichen Schimmer. Also nicht schön. Dann probieren wir das mal hier, wo ich zwei Farbschichten benutzt habe. Der gleiche Stift. Viel. Jetzt tupfe ich das ab. Und blende da, wo ich nur zwei Farbschichten aufeinander habe. Und auch hier sieht man wieder, da wo ich super viel benutzt habe, ist wieder dieser unschöne Farbrand. Und da, wo ich wenig benutzt habe, bei zwei Farbschichten hat es sich ein bisschen besser verblendet. Ich habe mit Absicht ein raueres Papier benutzt, das etwas mehr Struktur hat und wo man eben diese weißen Körnchen hier umso mehr sieht. Und ich habe die Polychromos benutzt, weil es Stifte sind, die ölhaltig sind und nicht so viel Pigment abgeben, wie zum Beispiel wachshaltige Prismacolors. Deswegen braucht man mit den Polychromos ein paar mehr Schichten, um genug Pigment auf dem Papier zu haben, um mit solchen Farbverdünnern zu arbeiten. Kommen wir zur dritten Schicht. Hier habe ich jetzt auch wieder viel auf dem Pinsel.
Und jetzt habe ich wenig auf dem Pinsel. So, und ich hoffe, man sieht den Unterschied auf der Kamera. Da, wo ich viel auf dem Pinsel habe, habe ich auch das Pigment teilweise abgelöst. Das heißt, hier ist die Fläche sehr viel heller als zum Beispiel hier, weil der Farbverdünner ebenso wie Wasser reagiert. Wenn ich viel Wasser auf einem Pinsel habe, dann hebe ich auch wieder Pigment vom Papier ab. Wenn ich sehr wenig Wasser auf dem Pinsel habe, verteile ich die Farbe umso mehr und sorge dafür, dass sich eben das Pigment auch wieder hier drauf verteilt und nicht vom Papier runterlöst. Und ihr seht auch, ich konnte sehr, sehr viel mehr von dem Pigment in die Struktur des Papieres reinblenden und es ist viel ebenmäßiger, als es vorher war. So, hier haben wir jetzt 4 Farbschichten und 4 Farbschichten sind perfekt, um mit diesem Medium zu arbeiten. Wenn ihr noch weiter an dem Bild arbeiten wollt, quasi einfach nur das Pigment schon mal ins Papier blenden wollt, reichen auch 3 Farbschichten mehr als genügend aus, weil ihr eben obendrauf weiterarbeiten werdet und somit eben die Farbe Schicht für Schicht vertiefen werdet. Wenn ihr allerdings nur eine Farbe haben wollt oder 2 Farben, wie wir hier das gleich machen werden, ist es wichtig, dass ihr auf jeden Fall mehr als genug Pigment auf dem Papier habt, um das komplett auszublenden und trotzdem einen schönen Farbton beizubehalten, der nicht verwaschen wirkt. Und das ist hier bei 4 Farbschichten mehr als nur gegeben. Und ihr seht, dass man hier super gleichmäßig blendet. Ich habe auch gemerkt, dass je mehr Farbschichten man auf dem Papier hat, desto weniger Farbverdünner soll man nehmen. Wie eben erklärt, wenn ihr noch weiter arbeiten wollt bzw. mehr Schichten auftragen wollt, ist es okay, mehr Farbverdünner zu nehmen. Einfach um den Hintergrund mehr auszublenden, die Farbe ein bisschen mehr rauszunehmen und somit eine hellere Arbeitsfläche zu schaffen, um weitere Farbschichten aufzutragen. Wenn ihr allerdings genug Pigment auf dem Papier habt und kurz davor seid, fertig zu sein mit eurem Bild, dann nehmt wirklich nur Hauch wenig von dem Farbverdünner. Also wirklich, dass der Pinsel fast trocken ist und ihr da kaum was drauf habt. Ich habe jetzt eben hier eigentlich alles von dem Pinsel runtergestreift auf meinem Küchentuch, sodass ich wirklich nur mit den letzten Resten die Farbe sehr, sehr gut ausblenden konnte. Ein Farbverdünner ist auch praktisch dafür, wenn man sich den Stift sparen möchte. Eben habt ihr bestimmt gesehen, dass ich hier noch sehr viel von den weißen Punkten übrig hatte. Und würde ich die jetzt beseitigen wollen, hätte ich Schicht um Schicht noch auftragen müssen, um das Papier zu burnischen, also um die Struktur des Papiers zu zerstören und sie mit dem Farbpigment des Stiftes zu sättigen. Allerdings konnte ich mir das sparen und es wären auch bestimmt noch so, um diese ganze Fläche hier einmal abzudecken, 5 Minuten an Arbeit und wirklich Fingerkraft gewesen, um diese Farbe aufzutragen. Und das konnte ich mir sparen, indem ich innerhalb von wenigen Sekunden mit dem Farbverdünner das Pigment gelöst habe und hier ganz einfach mit dem Pinsel verteilt habe. Schauen wir uns mal an, wie es aussieht, wenn wir 2 Farben ineinander blenden. Ich setze bei dem hellen Farbton an und blende es in den dunkleren Farbton.
So, hier habe ich ein bisschen mehr reiben müssen, einfach weil der Pinsel trocken ist und man die Farbe etwas mehr lösen muss. Aber ihr seht, dass der Farbverlauf echt schön gleichmäßig ist und man eigentlich ein tolles Ergebnis bekommt. Und auch hier einmal mit dem Grün als Test. Mit einem Farbverdünner kann man auch die Verläufe sehr, sehr viel sanfter gestalten. Wenn man viel Farbverdünner nimmt, hebt man eben ein bisschen von der Farbe ab und hat nochmal die Möglichkeit, darüber zu arbeiten. Wenn man wenig Farbverdünner nimmt, hat man eben das Finale, das letzte Verblenden der Farben und so bleibt das Bild dann im Endeffekt. Was ein Farbverdünner auch macht, ist die Farbe aufzulösen, sodass man eben noch mehr Farbe auftragen kann. Es ist oft so, dass man nicht mehr Farbe auftragen kann, weil man so eine wachsige Schicht auf dem Papier hat. Dann hat einfach das Papier nicht mehr genug Grip, um etwas von dem Pigment aufzunehmen. Es ist gesättigt. Und ein Farbverdünner löst eben das Pigment auf und verteilt es in den Poren des Papiers, sodass Papier eben bereit ist, noch mehr von dem Pigment von dem Stift aufzunehmen. Wenn man zum Beispiel mit Prismacolors malt, ist es oft so, dass man so einen wachsigen Glanz auf dem Papier hat. Und auch hier kann der Farbverdünner helfen, diesen wachsigen Glanz wegzunehmen, diese wachsige Schicht zu beseitigen, sodass man eben mehr mit dem Stift auf dem Papier arbeiten kann und somit auch Fehler vielleicht korrigieren kann. Oder wenn man eben viel Farbverdünner nimmt, kann man die Farbe aufhellen und somit eine andere Farbe darüber legen. Dann zum Schluss muss ich noch sagen, dass ihr wirklich vorsichtig mit den Mengen sein müsst. Wenn ihr zu viel nehmt, wie hier habe ich viel zu viel genommen, dann blutet es eben aus und man bekommt diesen unschönen Rand, beziehungsweise drückt das auch auf die Rückseite durch. Oder wenn ihr sehr, sehr viel mit dem Farbverdünner arbeitet, kann es sein, dass die Seite sich wellt. Allerdings, wenn man es als finales Finish benutzt, um seine Farben zu vermischen, beziehungsweise um den Stift und die Zeit einzusparen, passiert da überhaupt nichts und man kann mit dem Farbverdünner auf der kompletten Seite arbeiten. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr Farbverdünner benutzen könnt. Meine Lieblingsmöglichkeit ist eben hier mit dem Pinsel zu arbeiten. Allerdings könnt ihr für die kleinen Ecken vielleicht einen Papierstumpen benutzen, wie diesen hier zum Beispiel. Hier würde ich den allerdings nicht direkt in die Flüssigkeit tupfen, sondern wirklich einen Schwamm mit etwas Flüssigkeit benutzen, weil der Schwamm eben diesen Papierstumpen nicht vollsaugen lässt, sondern nur etwas darauf verteilt. Und mit solchen Papierstumpen könnt ihr eben auch besser Details lösen und in die kleinen Ecken kommen. Für große Flächen ist eben ein Pinsel am einfachsten und ja, wenn man schnell arbeitet, bekommt man auch große Flächen sehr, sehr schnell gelöst. Eine andere Sache ist die Blendrichtung. Ihr habt hier jetzt schon gesehen, dass ich von hell nach dunkel geblendet habe. Und das würde ich euch auch wirklich empfehlen, weil ihr eben das Pigment löst und die Farbe mitnehmt. Wenn ihr von hell nach dunkel löst, dann würdet ihr eben die Stelle hell lassen und eine schöne Blendung in das Dunkle bekommen. Wenn ihr von dunkel nach hell blendet, dann würdet ihr die dunkle Farbe in die helle Farbe mit reinziehen und eigentlich gar keinen wirklichen Farbverlauf bekommen. Ja, das waren alle meine gesammelten Tipps zu Farbverdünnern. Ich muss sagen, ich habe den schon sehr, sehr lange und nicht viel benutzt, aber gemerkt, dass in Malbüchern, wo gerade die Papierstruktur ein bisschen rauer ist, man unglaublich viel Zeit und vor allen Dingen Buntstift einspart, indem man die unterste Schicht oder die unterste Schichten einfach mit dem Farbverdünner löst
um diese weißen Pünktchen loszuwerden und dann eben nochmal eine Schicht Buntstift drüber legt. Zwischen den Schichten muss allerdings eine Trocknungszeit von mindestens 10 Minuten sein, wenn ihr wenig von dem Farbverdünner benutzt. Wenn ihr viel von dem Farbverdünner benutzt, lasst es auf jeden Fall länger trocknen oder helft mit einem Föhn aus 20 cm Entfernung nach, um eben den Farbverdünner schneller auf dem Papier zu trocknen, damit ihr weiterarbeiten könnt. So, jetzt sind wir beim Schluss des Videos. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich werde Links zu Farbverdünnern in die Infobox stellen. Und ja, probiert es aus. Ihr werdet es nicht bereuen. Dann vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!